Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Cajon-Tutorial. Heute lernst du deinen ersten Groove auf der Cajon. Sicher hast du dir schon einige Videos zum Thema Cajon angeschaut. Trotzdem stellst du dir wahrscheinlich eine dieser drei Fragen. Ist es schwer, Cajon zu lernen? Was brauche ich, um Cajon zu lernen? Wie lange dauert es, um gut Cajon spielen zu können? Nein, es ist nicht schwer. Mit etwas Übung und Geduld kannst du schnell Fortschritte machen. Wenn du dieses Video zu Ende geschaut hast, kannst du sicher deinen ersten Groove spielen. Alles, was du brauchst, ist eine Cajon und ein bequemer Platz, wo du ungestört trommeln kannst. Ein paar Online-Tutorials oder ein Lehrer können ebenfalls hilfreich sein. Das hängt von dir ab. Aber mit regelmäßigem Üben wirst du schon nach wenigen Wochen einfache Rhythmen spielen können. Bleib dran und hab Spaß dabei. Bevor wir anfangen zu trommeln, noch ein paar wichtige Tipps zur richtigen Sitzhaltung. Dies ist wichtig, um deinen Rücken zu schonen und damit du bequem auf der Cajon spielen kannst. Die Basis ist eine aufrechte Haltung auf der Cajon. Die Beine positionierst du seitlich neben der Cajon, damit du auf der Schlagfläche gut spielen kannst. Du sitzt auf dem hinteren Bereich deiner Cajon und hältst deinen Rücken möglichst gerade. Wenn du möchtest, kannst du die Cajon leicht nach hinten kippen, so erreichst du die Schlagfläche besser mit deinen Händen. Um kreative Grooves auf der Cajon zu spielen, ist es wichtig, die drei fundamentalen Schlagtechniken zu kennen. Diese schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen mit dem Bassschlag. Das ist ein tiefer, hölzerner Klang, ähnlich einer Bassdrum am Drumset. Den besten Sound erzielst du, wenn du die Schlagfläche etwas über der Mitte mit dem Handballen anschlägst. Die nächste Schlagtechnik ist der Slapschlag. Es ist ein kräftiger, lauter, metallisch klingender Schlag, den du am oberen Rand der Schlagfläche spielst. Den Slapschlag spielst du etwa mit der gesamten Fingerlänge, wobei deine Finger nicht aneinander und locker sind. Die dritte fundamentale Schlagtechnik ist der Tippschlag. Es ist ein leiser, metallischer klingender Schlag, den du nur mit den Fingerspitzen ganz am oberen Rand der Schlagfläche spielst. Wie versprochen, kommen wir jetzt schon zum ersten Groove, den du mit diesem Video ganz sicher lernen kannst. Wir beginnen mit Tippschlägen, die wir im Achtelnotenrhythmus beginnen. Um die Schläge rhythmisch gleichmäßig zu spielen, ist es hilfreich zu zählen. Achtelnoten zählen wir 1 und 2 und 3 und 4 und. Wir beginnen mit langsamem Übungstempo 60 Beats per Minute.
Jetzt dieselbe Übung im Tempo 80 Beats per Minute. Wir steigern das Tempo auf 100 Beats per Minute. Und jetzt das Ganze im typischen Dancefloor-Tempo 120 Beats per Minute. Im Tempo 120 passt dieser Groove wunderbar zum Stück Billie Jean von Michael Jackson oder zum Uptown Funk von Bruno Mars. Außerdem kannst du den Groove fast in jedem Stück, das im Viervierteltakt geschrieben ist, spielen. Viel Spaß!